Und mein erster Gedanke bei Beginn der Vollinvasion war, Mist, wir haben das nicht zu Ende gebracht. Also es hat sehr viel mit uns zu tun. Wir haben den Kampf geführt gegen eine sehr ähnliche Diktatur und wir haben sie nicht zu Ende gebracht. Und das sind die Folgen dessen, die wir jetzt sehen, sind die Folgen dieser Entwicklung, eigentlich der Nachkriegsentwicklung in Europa, und die ist nicht bearbeitet genug. Und das war am Ende die Motivation, auch bei einem Treffen mit Botschafter Makeyev zu fragen, wie können wir denn, wir Deutsche, wir uns anschließen können. Hallo zusammen. Ich habe heute die außerordentliche Freude, mit Peter Holzer und Grit Friedrich zu sprechen. Sie sind die Gründer und Mitinitiatoren des Zukunftsforums, das jetzt zum dritten Mal stattfindet. Und zwar die ersten beiden Veranstaltungen waren in Dresden und Leipzig. Und jetzt ist es in Bonn. Darüber freue ich mich besonders, denn ich wohne auch in Bonn und habe es deswegen nicht sehr weit. Peter Holzer ist auf Twitter als Pedro bekannt und hat als Logo eine Sonnenblume und macht ganz tolle Posts. Wenn ihr es schafft, folgt ihm auf Twitter und ja, ist auch bei der NAFO. Grit Friedrich, sie war bereits bei der Wende in der DDR mit dabei, 89, und war im Koordinationsrat der Studentenräte der DDR. Und jetzt arbeitet sie als Ziegenzüchterin bei Pirna. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ganz genau. Hallo Christoph. Das Zukunftsforum ist ja eine ganz interessante Veranstaltung, weil da könnt ihr jetzt gleich ganz viel mehr darüber sagen, aber was mich wirklich gleich, was einem direkt ins Auge springt, sind die hochkarätigen Teilnehmer, die da sind, also oder auch die Panel-Teilnehmer, zum Beispiel Nico Lange oder Roderich Kiesewetter oder Andreas Umland oder ganz viele. Wer mag von euch mal kurz den Leuten erzählen, was das Zukunftsforum ist und wer alles dabei ist? Vielleicht möchte Peter anfangen. Ja, hallo erstmal. Ja, es ist also, ja, vielleicht mal auf, wie es angefangen hat, ist eigentlich Gespräche zwischen Grit und mir gewesen. Wir waren ja beide in dem Kampf gegen russische Desinformation seit 2022 aktiv geworden, haben beide auf Twitter und sehr aktiv waren wir dort. In verschiedenen Gruppen waren wir dann aktiv und wir sind dann irgendwann an die Frage gekommen, das war im Prinzip was, glaube ich, so, dass der ukrainische Botschafter Makeyev die Frage gestellt hat, wo kommt diese Russlandliebe in Deutschland her? Und die ist natürlich in Ostdeutschland sehr ausgeprägt. Und das war auch eine Frage, die Grit beschäftigt hat. Und Grit lebt ja nun mit diesen Menschen zusammen. Also es sind dann Nachbarn, die wirklich, man muss sich das vorstellen, mit Beginn der russischen Invasion auf die Ukraine gehen Leute in Sachsen hin und machen Schilder an ihrem Haus in kyrillischen Buchstaben. Ich bin nicht im Krieg mit Russland. Ich bin ein Freund Russlands und machen überall Russlandfahnen hin. Also was für eine Reaktion ist das? Was passiert in diesen Köpfen? Und ich meine, wir erleben es ja bundesweit. Wir haben diese Leute ja auch in Köln oder ne, diese Leute erleben wir ja auch. Ne? Mhm. Und wir haben halt darüber nachgedacht. Und Grit hatte da einen Ansatz und wir haben lange darüber diskutiert. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir sind auf die Piratensicherheitskonferenz von Alex Kohler in München, die läuft ja parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz. Und wir haben dann gemeinsam mit Michael aus der NAFO haben wir einen Vortrag entwickelt, wo Grit eine Idee entwickelt hat. Ich kann Grit gleich mal kurz skizzieren. Das müssen wir jetzt nicht ausführen, aber so, dass man die Idee hat, wie es angefangen hat. Mhm. Ah, interessant. Ja, Ja, Grit, genau. oder sag du direkt? Ja, genau, das beschreibt das ganz gut. Also im Grunde genommen, ohne dass jetzt die Theorie dahinter sozusagen ausführen zu wollen, weil das, glaube ich, ein anderes Thema ist, aber entstanden ist das Zukunftsforum im Grunde genommen aus einem Ost-West-Dialog, also aus dem Dialog zwischen dem westdeutschen Peter und der ostdeutschen Grit, die irgendwie Tage und Nächte lang überlegt haben, was ihre Erfahrungen ausmacht und was eigentlich die Unterschiede sind in der Art der Sozialisation, wie wir aufgewachsen sind, was für Sachen wir mitbekommen haben von unseren Eltern und von unseren sehr unterschiedlichen Gesellschaften, in denen wir groß geworden sind. Und dieser Dialog, haben wir gemerkt, wird in der Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht geführt. Es gibt eben tatsächlich Menschen in Westdeutschland, die noch nie im Osten gewesen sind und umgedreht auch. Und wir haben dann im Zuge unserer Unterstützung für die Ukraine aus ganz unterschiedlichen Motivationen heraus, kann man schon sagen, festgestellt, dass dieser Kampf, den die Ukraine führt, für Demokratie und Freiheit auch ganz viel mit Deutschland und Europa zu tun hat.
Und wir waren beide der Überzeugung, dass die Ukraine vollkommen selbstverständlich zu Europa gehört und zu uns gehört. Ähm, Pedro muss selber beschreiben, was ihn da motiviert hat. Mich hat motiviert, dass ich ja selber aus der Bürgerrechtsbewegung in der DDR komme und deswegen so Hochinteressant. eine ganz innere Bindung, Beziehung habe zu anderen Bürgerrechtsbewegungen in Mittelosteuropa. Und mein erster Gedanke bei Beginn der Vollinvasion war, Mist, wir haben das nicht zu Ende gebracht. Also es hat sehr viel mit uns zu tun. Wir haben den Kampf geführt gegen eine sehr ähnliche Diktatur und wir haben sie nicht zu Ende gebracht. Und das sind die Folgen dessen, die wir jetzt sehen, sind die Folgen dieser Entwicklung, eigentlich der Nachkriegsentwicklung in Europa und die ist nicht bearbeitet genug. Und das war am Ende die Motivation, auch bei einem Treffen mit Botschafter Makeyev zu fragen, wie können wir denn, wir Deutsche, weil wir damit verbunden sind, die Ukraine noch besser unterstützen. Und das Interessante war seine Antwort. Er hat nicht gesagt, liefert Waffen, er hat nicht gesagt, ja, liefert irgendwie Ecoflows oder so, sondern was er gesagt hat, war, ähm, bitte passt auf eure eigene Demokratie auf, damit noch was übrig ist, wenn Mhm. die Ukraine gegen Russland gewonnen haben wird, wo wir uns anschließen können. Und das war so eindringlich, dass das für uns eine sehr, sehr starke Motivation gewesen ist, dieses Zukunftsforum tatsächlich zu betreiben. Also wir Wahnsinn. sehen im Prinzip, unsere Aufgabe jetzt, dass wir Deutschland, die Demokratie in Deutschland stärken, damit es noch einen Platz für die Ukraine gibt, wenn sie den Kampf gewonnen hat gegen Russland, dass es noch dieses Haus Europa gibt, weil wir sehen dieses Haus Europa bedroht. Wir sehen, ich meine, Christoph, du hast ja auch oft mit deinen Gästen darüber gesprochen, über die russischen Einflüsse, die wir haben, die Einflussnetzwerke, die ja, fehlgeleitete Politik, die wir in Deutschland haben und Medien, die sehr eigenartig agiert haben. Und ich habe mich eben auch in der Zeit jetzt in den 3 Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, was waren die Hintergründe? Warum ist das so passiert? Warum hat die deutsche Politik, warum haben die deutschen Medien so agiert? Und das Schöne war jetzt im Prinzip diese Fragen, ich meine, du bist ja auch, hast das auch vielleicht auf Twitter mitgekriegt, die sind ja breit diskutiert worden. Und wir haben halt über diese Debatten auf Twitter eben Kontakte bekommen zu Fachleuten, eben zu Leuten wie jetzt Roderich Kiesewetter und so weiter. Und man hat sich halt auf diesen sozialen Medien, auf Twitter ausgetauscht, was Ja, produktiv war. Und wir haben gesagt, das wollen wir aber mehr Leuten ermöglichen. Das ist, man hat ja dann irgendwann das Glück gehabt, dass man dann, wie jetzt ich oder wie auch Grit, ja Accounts gekriegt haben, die eine bestimmte Reichweite haben, eine bestimmte Sichtbarkeit. Und wir wollten im Prinzip dieses Privileg mit möglichst vielen Leuten teilen und haben gesagt, aber das Problem war natürlich auch bei Twitter. Wir haben diese Algorithmen, wodurch Reichweite beschränkt wird, wodurch manipuliert wird, wodurch irgendwelche anderen Sachen viel stärker in den Vordergrund stellen. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Debatte auf Augenhöhe mit Experten, wollen wir rausholen aus den sozialen Medien in den realen Raum. Also und dann war diese Idee, und das hat uns, glaube ich, getriggert, Grit und ich, wir waren bei Alex Kohler auf dieser Piratensicherheitskonferenz, da haben wir irgendwie Benjamin Tallis mhm. getroffen und mit dem geredet, die waren halt da. Ne, so. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, Ja, einfach so eine Wohnzimmeratmosphäre, wo man mit Leuten einfach mal auf Augenhöhe quatschen kann. Und haben ja, ja, gesagt, das müssen wir machen. Ne, da waren wir das, beide angefixt und haben viele Mitstreiter gefunden. Und wir haben, ich muss jetzt auch sagen, dahinter stecken 20, 30, 40 Leute, die da mitmachen, sonst wird es nicht funktionieren. Ja, das ist total, total gut und wichtig. Ich fand halt gerade so prägnant, was Grit gerade gesagt hat, was der Botschafter Makeyev gesagt hat. Passt auf eure Demokratie auf. Also wir sehen, die Ukrainer passen auf ihre Demokratie auch auf und nicht nur sie passen drauf auf, sie kämpfen dafür, sie bezahlen mit ihrem Leben dafür. Das ist also eine Sache, die sich lohnt, mit dem Leben einzusetzen. Und wir hier in Deutschland, wir sind so übersättigt, auch nicht in Deutschland, nur im ganzen Westen, in Amerika und sind das gewohnt, dass es, ja, wir gucken immer, das bringt mich halt auf eine Frage, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass diese unterschiedlichen Wahrnehmungen so auseinanderdriften? Dass es Leute gibt in Ostdeutschland, die zum Beispiel sagen, was habe ich mit dieser scheiß Ukraine zu tun? Das ist nicht mein Krieg, das geht mich überhaupt nichts an. Ich habe genug eigene Probleme hier, Arbeitslosigkeit, es regnet in die Schulen, Dächer rein und so weiter. Die haben ja auch alle recht mit irgendwelchen kleinen Problemchen im Vergleich zu dem gigantischen Problem, dass dir gerade Raketen auf den Kopf fliegen oder dass dir da der Arm weggeschossen wird. Und wie ist es möglich, dass so eine, dass diese Wahrnehmung der Menschen so total auseinanderdriftet? Und das fällt mir besonders im Osten Deutschlands auf, aber auch im Westen. Wer von euch möchte antworten?
Also ich fange mal vielleicht an, weil Mhm. also das ist ein riesiges Themenfeld. Ja, dann wir können allerhöchstens vielleicht zwei, drei Punkte ganz kurz ansprechen. Das ist aber nicht sehr prägnant, sag ich mal. Da müssen wirklich ganz Gruppen von Historikern und Soziologen und so mal arbeiten dazu. Und das gehört dazu, meiner Meinung nach, diese Themen wirklich anzufassen, auch wenn das für einige tatsächlich schmerzhaft ist, im Osten und im Westen auch. Aber wir müssen mal eins verstehen. Wir haben auf deutschem Boden 40 Jahre länger als vom Westen bemerkt, also bemerkt schon, aber nicht erlebt, eine Diktatur gehabt. Ja, und diese Diktatur ist ja, mit dem Nachwendewort Abwicklung kann man das ganz gut beschreiben. Sie ist eigentlich abgewickelt worden, aber sie ist nicht verarbeitet worden. Mhm. Es gibt Institutionen, die das tun. Es gibt Archive, es gibt auch Vereinigungen, die sich um dieses Erbe bemühen oder um Aufarbeitung bemühen. Aber es ist eben nicht tief in der Bevölkerung angekommen, dass wir alle Verantwortung haben, das zu bearbeiten und auch Verantwortung dafür haben, dass das nie wieder passiert. Ähm, und ich denke, dass eben viele dieser Menschen, die im Osten leben, also ich würde schätzen, vielleicht 85% derer, die hier geblieben sind ja auch sehr viele gegangen, muss man verstehen. Und das ist Teil des Problems. Aber viele, die hier geblieben sind, hatten mit dem Wendegeschehen an sich überhaupt nichts zu tun. Ja, also die Wende selbst, dieser Revolution, diese friedliche Revolution ist von ganz wenigen initiiert und durchgeführt worden. Und das ist für mich auch eine Erkenntnis. Ich habe immer gedacht, dass die Ossis, sage ich jetzt mal so profan, eigentlich durch dieses Diktaturerleben gefeit sein müssten vor Propaganda. Die haben das ja erlebt. Mhm. Und die haben das auch lächerlich gemacht, während sie darunter gelitten haben. Ja, aber sie sind es eben nicht. Sie sind anfälliger dafür, merkwürdigerweise. Und man muss, denke ich, verstehen, dass jemand, der in Unfreiheit aufgewachsen ist und dem man dann die Tür öffnet, damit er laufen kann, diese Schritte nicht leichtfertig gehen wird, weil der hat die Skills nicht. Also es ist sehr, sehr schwer für Menschen, die nicht so mit diesem Freiheitsgedanken und mit der Art, sich in Freiheit zu bewegen, Entscheidungen fällen zu dürfen und zu sollen. Wer so nicht aufgewachsen ist, wer das nicht gefördert bekommen hat, der holt das nicht einfach irgendwo aus der Hosentasche und ist dann frei. Mhm. Ich glaube, dass diese sozialen Prozesse, das lernen zu können, auch die Bereitschaft dazu zu haben, sich zu fragen, warum bin ich so geworden, wie ich geworden bin? Warum fällt mir das so schwer? Und auch die Trauer, dass wir eben diese Chance nicht hatten, in Freiheit aufzuwachsen. Diese Trauer will auch gelebt sein. All diese Dinge sind wichtig, dass sie erstmal in der Gesellschaft vollzogen werden. Und erst dann, denke ich, herrscht die Freiheit und die Möglichkeit zu sagen, ja, das war jetzt doof, jetzt sind wir aber frei und jetzt lasst wenigstens für unsere Kinder das nutzen und bewahren. Ja, das ist ein wirklich wichtiger Aspekt, aber bei weitem nicht der einzige. Also ich habe eine Cousine in Ostdeutschland, die ist totale Pessimistin, sagt sie, und sie sagt, und wahrscheinlich spricht sie wie viele Menschen dort, sie sagt einfach, ich glaube an gar nichts. Ich glaube nicht, dass die Medien die Wahrheit sagen, die lügen uns alle die Hucke voll. Und da bin ich wirklich entsetzt, wenn ich sowas höre, weil ich bin aufgewachsen im Westen, habe zwar meine viele Verwandtschaft im Osten, aber ich bin im Westen aufgewachsen und in der Demokratie aufgewachsen, in der Freiheit aufgewachsen und mit den öffentlich-rechtlichen Medien als Qualitätsmedien aufgewachsen und sehe, wie die Journalisten arbeiten, die recherchieren alles sauber und das wird einfach durch den Dreck gezogen von Leuten, die das torpedieren. Und ich bin ganz sicher, dass Wladimir Putin und sein Propagandaapparat dahinter steckt, dass die viel dass die einfach viel Gift da reingesät haben und Misstrauen und dann sind sie dann bei den Ostdeutschen natürlich auf fruchtbaren Boden gestoßen, die von ihrer DDR-Diktatur auch ständig belogen worden sind. Für die ist das Argument, die belügen uns ja ständig alle, für die ist das Argument total glaubwürdig. Und denen kann man leicht erzählen, ja, die ARD, ZDF, die ist alles Lügenpresse. Als ich zum ersten Mal das Wort Lügenpresse gehört habe, da bin ich fast umgefallen. Wie könnte sich jemand erdreisten, unsere Qualitätsmedien als Lügenpresse zu diffamieren? Und dann dachte ich, der gesunde Menschenverstand, der muss doch ausreichen. Man kann doch sehen, wie die Leute argumentieren, wie sie alles hinterfragen, wie sie sagen, die Informationen können nicht unabhängig überprüft werden. Allein solche Aussagen sind doch ein Beweis dafür, dass hier
dass hier sauber recherchiert wird. Aber nein, es wird einfach diffamiert. Und das geht mir nicht in die Birne. Das geht mir nicht in den Kopf, warum das so fruchtet. Also ja. Sie haben es ja nicht, Sie haben es aber nicht gelernt, ne? Wenn du aufwächst in einem Klima der Lüge und auch der gegenseitigen Diffamierung, ja, Denunziation war ja im Grunde genommen fast ein üblicher Prozess. Man musste damit leben, dass jede Äußerung, die du machst, ob das in der Familie oder in der Schule oder sonst wo ist, unter Umständen dazu führt, dass du es richtig schlecht hast. Also, dass irgendjemand darüber irgendjemandem berichtet. Und das heißt, das ganze Klima in diesem Land war eigentlich vergiftet. Und da Hm. rede ich jetzt nicht von Nachbarschaftshilfe. Klar gab es das, ja, also das, was immer gesagt wird, die große Gemeinschaft. Klar, das gab es. Aber insgesamt das Klima war ein vergiftetes Klima, das im Grunde genommen nur aus Lügen, Propaganda und so weiter bestand und was niemals, man konnte sich bei keiner Nachricht, bei wirklich keiner, sicher sein, dass sie der Wahrheit entsprach. Und es gab eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was dir ständig gesagt wurde in den Medien, was du in der Schule gelernt hast, und dem, was du tagtäglich gesehen hast, draußen, wenn du rausgegangen bist. Eine riesige Diskrepanz. Und jetzt kommt ein Schritt dazu. Die Leute haben von dieser Propagandamaschine ihr ganzes langes Leben lang gehört, als Kinder schon im Kindergarten, dass der Westen böse ist, dass der Westen sie angreift, dass es nur Arbeitslosigkeit gibt und Obdachlosigkeit und niemand hat eigentlich genug zu essen, außer ein paar Reiche. Und das war so das Narrativ. Und jetzt passiert der Westen, ja, also er kommt zu uns. Und was passiert ist, dass über 80% der Menschen im Osten entweder weggegangen sind, ihre Arbeit verloren haben, kein Geld mehr hatten, keine Schulen mehr funktioniert haben, der ganze Staat nicht mehr funktioniert hat oder sie umschulen mussten, sie in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind. Und all das, was ihnen vorher erzählt wurde, ist eingetroffen. Also nichts mit blühenden Landschaften, sondern wir hatten die ersten Jahre waren, also jemand, der im Westen gelebt hat, kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, was hier los war. Es war ein rechtsfreier Raum. Wir sprechen heute von Baseballschlägerjahren, ähm, die hier geherrscht haben und die Leute wirklich in tiefe Depressionen gestürzt haben. Und natürlich ist es jetzt so, dass den allermeisten Menschen es hier viel besser geht als jemals in der DDR. Das ist vollkommen unbestritten. Trotzdem hängt diese Erfahrung nach. Also das ist etwas, das die alle erlebt haben und mit dem sie sich eben nicht wirklich auseinandersetzen können. Wenn sie es versuchen, heißen sie die Jammerossis und es wird sozusagen nicht reflektiert in der gesamten Gesellschaft. Also das wird ein Thema sein, um das, mit dem man sich beschäftigen wird müssen, um das aufzuarbeiten, auf beiden Seiten im Grunde genommen. Hm. Ja, Ja, das alles rechtfertigt nicht, nur noch ein Satz, hm. das Ganze rechtfertigt nicht die Entscheidung für eine rechtsradikale Partei. Das ist keine Rechtfertigung. Das ist nur der Versuch zu verstehen, warum es dazu kommt. Das hat nicht unbedingt was mit der Wirtschaft zu tun, mit den wirtschaftlichen Verhältnissen. Am Rande schon auch irgendwo, aber wichtig ist vor allem die Erfahrung, die die Menschen gemacht haben in den ersten Jahren, in denen sie in Freiheit gelebt haben, leben durften. Vielleicht ist noch ein Punkt, der uns ein bisschen verunsichert hat. Man kann jetzt sagen, okay, das ist diese Generation, die ist ja dann irgendwann mal, wird die älter, dann kommen ja junge Leute und dann ist das weg, das wächst sich aus. Das war so eine Idee in der Wendezeit, naja, da sind Mhm. jetzt Leute, die haben das, tragen das mit sich und das wächst sich aus. Was wir aber sehen ist, dass das jetzt auf die jüngere Generation sich fortpflanzt. Da hat die Grit eine Theorie, eine Hypothese, würde ich mal sagen, die einige Leute plausibel halten, da müsste es Forschung zu geben. Das ist eine Hypothese. Und zwar, es gibt ein psychologisches Effekt, der nennt sich transgenerationale Traumatisierung. Das heißt, wenn Leute schwer traumatisiert werden und diese Traumatisierung nicht verarbeiten können, also nicht drüber sprechen können, dann kann die weitergetragen werden auf die nächste Generation. Und es ist halt, Grit hat nur noch mal in Erinnerung gerufen, dass da ja eine Generation von Menschen waren, die haben den Krieg, jetzt kann man sagen, wir waren ein Tätervolk, aber auch im Krieg haben Deutsche traumatische Erfahrungen erlebt. Das war nochmal im Osten Deutschlands nochmal brutaler als im Westen, gerade in der direkten Kriegsendezeit die Rote Armee hat in einer ganz anderen Weise, in der Brutalität gegen die Zivilbevölkerung agiert, als das im Westen die Westalliierten gemacht haben. Also das ist also auch objektiv. Kann ich mir Dann, vorstellen. dann war das Problem, dass dann die DDR kam. Die DDR hat gesagt, diese Rote Armee, die fast eine große Zahl von Frauen in Ostdeutschland vergewaltigt haben, die sind jetzt unsere Freunde, die sind unsere Brüder, die sind auch unsere Lehrer. Die bringen uns jetzt bei, wie wir friedlich werden. Die bringen uns bei, wie wir antifaschistisch werden. Wir haben ja eine Schuld. Und die sind jetzt, wir müssen unsere Schuld gegenüber diesen, also die Leute, die uns
sag mal, vor 3 Wochen noch vergewaltigt haben, das sind jetzt die uns lehren darüber, wie man friedlich wird, wie man antifaschistisch wird und so weiter. Und das heißt, in dieser Atmosphäre konnten die über die Erlebnisse, die sie dann gab, dann ja nicht mehr, die Frauen konnten über diese Vergewaltigung nicht öffentlich sprechen, weil jetzt waren ja die Russen die Lehrmeister, die Sowjets waren die Lehrmeister. Und dann ist diese DDR passiert, wie wieder ihre eigenen Grausamkeiten hatten, wo auch Leute gefoltert wurden, wo es auch Gewalt gegeben hat, wo man auch nicht drüber sprechen konnte. Und dann kam die Wende und dann hat man gesagt, komm, schwamm drüber. Es wurde auch dann gesagt, na komm, wir wollen jetzt diese ganzen Geschichten, was da an Korruption gelaufen ist zwischen Ost und West, was da an Geschäften gegeben hat, was da alles gelaufen ist, das wollen wir gar nicht mehr wissen. Wir machen jetzt in der Vereinigung, das ist alles vorbei. Und dann wollte auch niemand mehr über diese Geschichten sprechen. Und das Problem ist immer, es hat immer traumatisierende Erfahrungen gegeben und es wurde nicht drüber gesprochen. Und das ist jetzt, gibt es psychologische Theorien zu, die sagen, dann kann sich sowas auf diese nicht verarbeiteten Prozesse, können sich auf die nächste Generation fortführen. Aber ich denke, wir wollen das jetzt hier nicht zu sehr ausführen. Ich werde mal dir einen Link geben, Christoph. Die Grit hat einen sehr interessanten Vortrag zugehalten, den können wir mal verlinken und da kann man das nochmal, das hat sich sehr gut erklärt und also das war so im Prinzip, das war der Einstieg in das Zukunftsforum, dass wir uns da mal angefangen haben, gesehen haben, wir können Dinge selber auch mal Ideen in die Diskussion werfen. Und dann ist eben der Punkt gekommen, lass uns doch mal so ein Forum schaffen, wo viele Leute ihre Ideen mal reinbringen und drüber nachdenken. Was sind die Angriffspunkte an unsere Demokratie? Das ist jetzt einer von vielen Angriffspunkten, wo unsere Demokratie angegriffen wird. Und die Frage ist, was wir halt wollen, ist, deswegen haben wir es Zukunftsforum genannt, wir wollen nicht diese Probleme wälzen, sondern wir wollen überlegen, wo sind die Lösungen? Wie kriegen wir eine Zukunft hin? Wie kriegen wir für unsere Demokratie eine Zukunft? Und das sind jetzt im Prinzip die Punkte. Und da wollen wir Leute zusammenbringen. Wir wollen eine große Vernetzungsplattform sein, wo alle Leute, die an den Themen Interesse haben, zusammenkommen, Ideen in den Topf werfen und dann überlegen, was können wir machen? Also es geht ums Machen am Ende. Was ich total super, dass du das gesagt hast nochmal. Und Pedro, als wir gestern gesprochen haben, fand ich es wirklich sehr interessant, dass du nochmal rausgestellt hast, diese ganzen Menschen, die man alle aus dem Fernsehen oder als Experten kennt, also da kommen ganz viele. Ich lese mal gerade die Liste vor von denen, die jetzt da ihre Teilnahme zugesagt haben. Viola von Kramon, Franziska Davis, Alexandra Gese, Thomas Franke, aber dann auch Roderich Kiesewetter, Valerio Krüger, Nico Lange, und es werden noch andere kommen. Und mit diesen ganzen Leuten, die wirkliche Experten sind, kann man auch auf Tuchfühlung sprechen. Ihr habt dann so ein Sofa geplant, wo dann jeder so sitzen kann und dann können die Leute wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen und auch öffentlich diskutieren. Es wird auch einiges davon gestreamt werden. Ja, ihr habt, glaube ich, eine eigene YouTube-Plattform. Und das ist also eine tolle Möglichkeit. Herzliche Einladung eigentlich an alle, die das jetzt sehen. Es gibt noch Plätze, oder? Wie viele Plätze sind noch frei? Ja, es sind genug Plätze da. Kommt, wenn ihr es irgendwie schaffen könnt, kommt gerne hin. 1 Tag, 2 Tage, wie ihr wollt. Die Tür ist offen und es wird auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Wir werden ukrainisches Essen haben, es wird Borscht geben, es wird ukrainische Spezialitäten geben, es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt vor allen Dingen viel Pausen. Und das ist eine Sache, die wir auch gelernt haben. Wir haben diese Diskussionspanels, jeweils 3 Diskussionspanels pro Tag, wo dann eben auch Menschen aus dem Publikum sich an der Debatte beteiligen können. Und dann machen wir aber immer relativ eine Viertelstunde Pause, Dreiviertelstunde Pause, wo man auch sich dann nochmal, wo man weiter diskutieren kann, wo man sich kennenlernen kann, wo man sich vernetzen kann. Und dann kommt ja noch nachmittags eine Besonderheit. Das ist jetzt ein Experiment, was wir machen, das wir austesten wollen, nämlich die Workshops. Das ist jetzt was ganz Neues, wo wir eben sagen, weil das war nämlich auch ein Vorwurf, den wir bekommen haben und den wir auch uns zu Herzen genommen haben. Ihr redet nur über die Probleme, aber was können wir denn jetzt tun? Das kam aus dem Publikum in Leipzig. Und dann haben wir gesagt, ja, das stimmt. Was können wir tun? Also eigentlich, und dann kam auch die Idee, alle Leute, die so eine Veranstaltung besuchen, die wollen ja auch was verändern, sonst kommen sie ja nicht dahin. Und was können wir mit diesen vielen Leuten, die guten Willens sind, was können wir tun? Lass uns Projekte starten. Und das ist jetzt die Idee von diesen Workshops, dass wir dort jetzt gemeinsam mit Experten uns einzelne Themen nehmen, die wir diskutiert haben, überlegen, was können wir daran machen? Und welche Leute haben Lust daran mitzumachen? Wie können wir jetzt etwas starten, um daran weiterzuarbeiten? Und das ist ein ziemliches Spektrum. Zum Beispiel dieses CRISP, das ist zum Beispiel jetzt, das war das erste, wo wir die Idee hatten, ne, das zu machen. Ja, genau. CRISP e.V. Die machen Konfliktberatung, sitzen in Berlin, ist eine relativ große Gruppe von Menschen, ein großer Verein.
Und die machen in ganz Europa Konfliktberatung und machen unter anderem ein Format, das nennt sich Ukrainisch-Deutscher Dialog. Und wird Menschen gezeigt, wie man in schwierigen Dialogsituationen trotzdem seinen Punkt machen kann oder wie man das besteht. Also wie man es schafft, mit Menschen, die vielleicht nicht mehr offen sind für andere Haltungen oder für Wahrheiten, wie man diese Menschen trotzdem versuchen kann zu erreichen und mit ihnen zu sprechen. Das ist wirklich, ist eine richtige Schulung, die sie anbieten. Ähm, und dann gehen sie am nächsten Tag mit den Leuten schon richtig auf die Straße und versuchen, diese Dialogformate umzusetzen. Und das ist wirklich eine ganz spannende Sache, kann man nur ermuntern, jeden ermuntern, weil ich glaube, dass wir alle tatsächlich im Moment viele Dialoge führen, die ein bisschen verstörend sind, auch für die meisten Menschen, wo Familien fast auseinanderfallen. Wir kennen das jetzt seit Corona eigentlich, dass das passiert. Und wir haben keine richtigen Antworten darauf. Und deswegen wäre es gut, wenn jeder so ein bisschen Konfliktschulung mitmacht und einfach lernt, wieder miteinander zu kommunizieren, nicht einfach nur WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Das ist eben so ein wirklich wichtiges, hautnahes Format auf der Straße direkt. Ja, total wichtig. Ich sehe gerade jetzt hier auf eurer Webseite nochmal unter CRISP, also auch die Workshops, die dann zu den Themen kommen, die Pedro angesprochen hat. Zum Beispiel wird es gehen um soziale Netzwerke, künstliche Intelligenz, der Einfluss auf die Demokratie, neue basisdemokratische Beteiligungsformen, Aufbau, Vernetzung ziviler Protestbewegungen am Beispiel der USA. USA ist ein extra Thema. Hei, hei, hei. Umgang mit Desinformation und Einflusskampagnen autoritärer Regime, Methoden feindlicher Nachrichtendienste, Früherkennung und Gegenmaßnahmen. Das ist auch hochinteressant. Es sind tolle Experten da dafür. Praktische Aspekte des Kampfs für Menschenrechte. Also das wird eine hochinteressante Veranstaltung und ich freue mich riesig drauf. Absolut. Ja, Ja, auch. Zum Beispiel ein interessantes Beispiel ist das mit der Frage direkte Demokratie. Das ist ja auch teilweise ein umstrittener Punkt. Was sehr interessant ist, wir haben Thomas Lessel gewinnen können. Ja, wir kämpfen noch drum. Wir hoffen, das müssen wir jetzt vorsichtig sein. Das ist noch, also wir müssen ja auch erstmal sagen, wir müssen erstmal sehr dankbar sein. Diese Speaker machen das alles ehrenamtlich. Also wir sind ja Ehrenamtler. Das sind wirklich hier Grit, ich und noch 12, 15 andere Leute, die das in ihrer Freizeit organisieren, jetzt als Kernteam. Und dann gibt es nochmal 20, 30 Leute, die mit anpacken. So, und wir haben natürlich kein Geld. Wir können jetzt keine Honorare zahlen und können nicht irgendwie, das normalerweise bei solchen Konferenzen üblich sind. Das heißt, diese Leute, das muss man mal sagen, Roderich Kiedeweser kommt da unentgeltlich hin. Der kommt da aus eigenem Antrieb hin. Wissen gar nicht, wie dankbar da sein können, dass die da mitmachen. Ne? So. Und die müssen natürlich auch gucken, deswegen ist so eine Veranstaltung zu organisieren sehr schwierig. Wir müssen gucken, diese ganzen Terminpläne dieser Leute und die Bedürfnisse zusammenzukriegen. Jetzt hoffen wir hoffen zum Beispiel, Thomas Leske hat ein sehr, sehr interessantes Thema, das nennt sich Bürgerrat. Dann geht man hin, deliberative Demokratie, man würfelt einfach Leute aus der Bevölkerung aus durch Zufallsprinzip. Die bringt man zusammen und sagt, ihr arbeitet jetzt an einem konkreten Projekt. Ihr müsst jetzt für die Stadt eine Empfehlung machen, wie soll dieser neue Stadtteil aussehen. Und da gehen wir mit, keine Ahnung, Müllentsorgung oder irgendwas, ein konkretes Thema. Und dann einfach anzuerkennen, dass es andere Positionen gibt, auch andere politische Vorstellungen, die auch aus sich heraus legitim sind. Das ist Demokratie. Demokratie heißt nicht, dass ich alle davon überzeugen muss, meine Meinung zu haben, sondern dass ich ertrage, dass es Leute gibt, die eine andere Perspektive haben und dass wir dann trotzdem sagen, wir kriegen ein gemeinsames Ergebnis hin. Ja, also letztendlich geht es einfach darum, dass Demokratie ist besser als Diktatur, sage ich jetzt mal so platt. Es gibt Leute, die anderer Meinung sind, aber die haben nicht recht, sage ich auch. Denn andere Menschen umbringen und verletzen und unterdrücken ist nicht gut. Freiheit ist gut. Also ich meine, ich verplattitüdisiere das jetzt hier sehr. Aber letztendlich geht es genau um das. Und ich finde es einfach unfassbar, dass wir jetzt gerade in einer Zeit sind, wo die Demokratie anfängt, auseinander zu fliegen überall. Und nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Okay, und das Problem kriegen wir natürlich nicht gelöst, aber solche kleinen Inseln, wie das, was wir jetzt hier machen, oder halt natürlich auch das Zukunftsforum, großartig, ist der Versuch, aber hoffentlich auch der erfolgreiche Versuch, diese unselige Entwicklung aufzuheben. Ja, und deswegen, ist es halt die Frage, was kann jeder von uns tun? Ne? Was kann jeder von uns tun, genau. Wir können über die große Politik schimpfen und dann Merz macht das falsch und Scholz macht das. Okay. Man muss selber ran. Genau. Das ist Demokratie. Ja. Ganz genau.
Okay, wow, viel zu bereden. Aber lass uns hier an der Stelle unser tolles Interview. Es hat mir riesig Spaß gemacht, aber lass es uns jetzt hier beenden und weiterführen beim Zukunftsforum in Bonn am 6. und am 7. Das ist das Wochenende, Samstag, Sonntag, 6., 7. September in Bonn im Haus der Evangelischen Kirche. Alle herzlich eingeladen, kostet insgesamt inklusive Teilnehmergebühr und Verpflegungsbeitrag nur etwas über 60 Euro. Ich meine 62 oder sowas kam bei raus bei mir. Ich habe mich auch angemeldet. Und ja, herzliche Einladung an alle. Und bitte kommt und bringt eure Freunde mit. Ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sprechen durften, Christoph. Super. Hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen da in Bonn. Ja, das gebe ich gerne zurück. Wir treffen uns in Bonn. Alles klar, bis bald, ihr Lieben. Bald. Als wir unser Gespräch beendet hatten mit Peter und Grit und ich den Stoppknopf gedrückt hatte, entspann sich sofort ein weiteres Gespräch und das war dann so interessant, dass ich wieder auf den Aufnahmebutton gedrückt habe. Es ist mindestens noch mal eine halbe Stunde hochinteressantes Gespräch entstanden, was ich an sich auch gerne veröffentlichen würde. Mein Name ist Christoph Müller. Ich mache Videos für die Ukraine hier auf diesem Kanal Talk for Ukraine. Es geht immer um den Frieden in Europa, um die Demokratie. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, geben Sie ein Like, lassen Sie auch ein Abo da. Das würde sehr, sehr helfen. Und vor allem melden Sie sich auch bei der Konferenz an am 6. und am 7. September in Bonn. Herzliche Grüße und bis bald.